Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal Eddie Smart Home. Im heutigen Video bzw. das heutige Video ist der Start einer neuen Videoreihe und in dieser neuen Videoreihe möchte ich mich mal um das Thema Proxmox kümmern. Ich bin ja vor einigen Monaten von meinem Raspberry Pi auf Proxmox umgestiegen. Und in dieser neuen Videoreihe möchte ich euch Proxmox vorstellen. Im heutigen Video zuerst mal mit euch durchgehen bzw. euch zeigen, wie ihr Proxmox auf eurem Computer, auf einem Intel NUC oder ähnliches installieren könnt. Dann im zweiten Teil möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurem I/O-Broker vom zum Beispiel Raspberry Pi auf Proxmox wechseln könnt, welche Schritte ihr dort machen müsst, damit das Ganze reibungslos funktioniert. Und dann in den nächsten Teilen möchte ich euch zeigen, wie ihr OMV, Nextcloud, Nginx, Plex, Media Surfer und was es da alles noch so gibt, wie ihr das auf Proxmox installiert, was ihr dafür machen müsst, damit das Ganze läuft. Also, falls euch das Thema Proxmox und die ganzen anderen Systeme, die dann auf Proxmox laufen, interessieren, dann würde ich sagen, bleibt dran und denkt dran, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video zum Thema Proxmox, I/O-Broker und Smart Home im Allgemeinen online ist. In diesem Sinne, jetzt das Intro und dann geht es sofort los. Viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, klären wir zuerst mal noch, was ist überhaupt Proxmox? Denn einigen von euch wird es bestimmt nicht sagen. Also Proxmox ist ein Programm, das ihr auf einem Computer installiert und in diesem Programm laufen sogenannte virtuelle Maschinen bzw. LXC-Container und in diesen Containern oder in diesen virtuellen Maschinen können verschiedene Betriebssysteme laufen. Das heißt, ihr habt einen Rechner und auf diesem Rechner könnt ihr in einem Container Linux, also Ubuntu, auf dem einen SUSE oder Mint oder was auch immer es da gibt, installieren, also in jeweils einem Container. Und dann könnt ihr, was weiß ich was, eine virtuelle Maschine für Windows XP installieren, falls ihr das noch gebrauchen könnt, und eine virtuelle Maschine mit Windows 10 oder Windows 11 oder was auch immer. Und all diese Betriebssysteme oder all diese virtuellen Computer können parallel auf einem Computer laufen, je nachdem, wie viel Performance euer Computer liefert, können dementsprechend viele Betriebssysteme parallel laufen, beziehungsweise ihr könnt die natürlich auch abschalten und immer nur das starten, was ihr gerade braucht. Der Vorteil von Proxmox ist aber ein anderer. Der Vorteil von Proxmox sind diese LXC-Container und die Backup-Funktion. Zuerst mal, was sind LXC-Container? LXC-Container, ich probiere es mal so einfach wie möglich zu erklären. Also ihr habt ja euren Proxmox-Server und Proxmox basiert auf Linux. Und wenn ihr jetzt einen solchen LXC-Container erstellt, dann verwendet dieser LXC-Container einen Großteil der Funktionen, die ihr eh schon installiert habt. Das heißt, es verwendet den gleichen Kernel, den ihr schon installiert habt, und bestimmte Programme, Hintergrunddienste und so weiter und so fort verwendet es von diesem Proxmox, und dadurch sind diese Container kleiner, nehmen weniger Ressourcen von eurem Host-System weg, also von eurem Computer, und ihr habt mehr zur Verfügung und könnt mehrere Sachen halt parallel laufen lassen. Neben Proxmox bzw. auf Proxmox könnt ihr dann auch virtuelle Maschinen, wie gesagt, installieren oder betreiben. Die nehmen dann natürlich mehr Ressourcen weg, denn so eine virtuelle Maschine ist dann ein komplett in sich geschlossenes System. Das heißt, es wird nichts vom Kernel des Host-Systems verwendet oder von eurem Proxmox-System, und es muss alles komplett neu installiert werden, muss alles komplett neu gemacht werden. Hat halt den Vorteil, es ist ein bisschen sicherer, aber für, ich sag mal, 99% der User wird das nicht unbedingt von Bedeutung sein. Aber manchmal lassen sich Dinge nicht anders realisieren wie mit virtuellen Maschinen. Zum Beispiel, wenn ihr Windows installieren wollt, dann kann Windows ja nicht auf die Ressourcen von Proxmox zurückgreifen, denn Windows basiert ja nicht auf dem Linux-Kernel, und deswegen muss halt komplett alles neu
installiert werden oder es müssen neue Ressourcen, es werden die kompletten Ressourcen dieses Rechners verwendet. Windows läuft dann natürlich auch nicht so flüssig, wie wenn es alleine auf einem Rechner laufen würde, aber man kann dennoch das Betriebssystem benutzen und ja, relativ vieles damit machen. Auch hier wieder natürlich abhängig von eurem Rechner, wo Proxmox installiert ist. Dann kommen wir zu dem weiteren Vorteil und das ist die Backup-Funktion. Das heißt, ihr könnt relativ einfach, was heißt relativ, ihr könnt sehr, sehr einfach Backups von eurem Proxmox-System erstellen, beziehungsweise von diesen LXC und virtuellen Maschinen könnt ihr relativ einfach Backups erstellen und könnt die innerhalb von Sekunden wieder zurückspielen. Das heißt, wenn ihr so einen LXC-Container installiert habt und in diesem LXC-Container läuft zum Beispiel Nextcloud oder wie in meinem Fall IO Broker und ihr macht irgendwelche Änderungen am IO Broker und das läuft dann auf einmal nicht mehr, dann sind es nur wenige Mausklicks und ja, ich sag mal 1 Minute Arbeit und ihr seid wieder auf dem Stand, bevor ihr diese Änderung vorgenommen habt. Das heißt, ihr könnt Backups innerhalb von Sekunden wieder zurückspielen und das Ganze ohne wirklich großen Aufwand. Das gleiche gilt dann natürlich, wenn ihr mit Linux zum Beispiel rum experimentiert. Das heißt, wenn ihr, so wie ich, relativ wenig mit Linux zu tun habt und auch ja, nicht wirklich warm geworden seid mit diesem Betriebssystem, dann könnt ihr euch einfach mal Ubuntu, SUSE oder was weiß ich was runterladen und könnt euch das Betriebssystem im Endeffekt ansehen, ein bisschen experimentieren, gucken, ob ihr damit klarkommt, ähnlich einer Linux Live CD. Aber das Ganze wird dann gespeichert und ihr könnt am nächsten Tag weitermachen. Und wenn es mal irgendwann nicht funktioniert, könnt ihr einfach auf dem Stand von vor ein paar Minuten oder von vor ein paar Stunden zurückspringen und das ganze Betriebssystem oder das ganze System an sich läuft weiter. Beim IO Broker sei noch gesagt, beim IO Broker ist es so, ihr habt ja normalerweise im IO Broker den Backup Adapter installiert und mit dem macht ihr ja auch schon Backups, hoffe ich zumindest. Aber beim IO Broker ist es ja so, er erstellt nur Backups vom IO Broker. Das heißt, alles, was ihr neben dem IO Broker auf dem Raspberry Pi laufen habt, wird nicht gesichert und das ist halt der große Vorteil von Proxmox, denn dort könnt ihr im Endeffekt mehr oder weniger alles sichern. Im Endeffekt lässt sich alles sichern, bis auf Proxmox selber, beziehungsweise das lässt sich auch sichern über den Proxmox Backup Server, aber das ist ein anderes Thema und das wird bei mir in diesen Videos hier jetzt nicht behandelt, da ich das nicht über diesen Proxmox Backup Server löse, die Geschichte. Denn Proxmox zu installieren ist im Endeffekt innerhalb von 5 Minuten installiert. Und wenn ihr einen wichtigen Punkt befolgt, den solltet ihr euch auf jeden Fall merken und euch auch zu Herzen nehmen, ist, ihr müsst euch unbedingt eine Liste machen mit Befehlen, die ihr eingegeben habt, wenn ihr euer Betriebssystem oder wenn ihr Proxmox in Betrieb nehmt. Das heißt, ihr müsst im Host-System, also in Proxmox selber, ab und zu mal ein paar Änderungen vornehmen. Vielleicht sagt euch die fstab-Datei etwas. Wenn ihr Änderungen in dieser fstab-Datei vornehmt, dann werden die natürlich nicht mitgesichert in diesen Backups, die ihr von den Containern macht oder von den virtuellen Maschinen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich eine Datei, eine Textdatei, eine Word-Datei oder was auch immer anlegt und dorthin schreibt, ich habe Proxmox installiert. Nachdem ich Proxmox installiert habe, habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht, den Befehl und den Befehl eingegeben. Und dann ist die Neuinstallation, wenn ihr Proxmox selber mal irgendwie kaputt machen solltet, was auch passieren kann, aber relativ unwahrscheinlich ist. Aber wenn ihr Proxmox dann irgendwie neu installieren müsst, dann kennt ihr eure Befehle, die ihr machen müsst für eure Festplatten, für euer System, was ihr installiert habt und könnt dann innerhalb von, ich sag mal, 5, 10, 20 Minuten Proxmox wiederherstellen und die Container bzw. die Images lassen sich dann sehr, sehr einfach wieder zurücksetzen. Okay, also ganz wichtiger Tipp, erstellt euch eine Textdatei mit allen möglichen Befehlen, die ihr macht. Das heißt sudo get update, was weiß ich was, get upgrade und wie sie alle heißen. Diese Befehle speichert euch irgendwo und im Fall des Falles könnt ihr dann relativ einfach wieder zurückkommen. Okay, dann würde ich sagen, legen wir jetzt mit der Installation von Proxmox vor. So, als erstes, damit wir loslegen können, brauchen wir ein Tool, womit wir die ISO-Datei auf unseren USB-Stick flashen können. Ich verwende dafür Balena Etcher, das heißt, ihr ladet euch das Programm runter, installiert es und das sollte kein größeres Hexenwerk sein. Als nächstes geht ihr auf proxmox.com/de
und ladet euch hier bei Downloads die aktuelle Proxmox-Version runter. Das heißt, ihr geht hier auf Proxmox Virtual Environment, klickt da drauf, geht hier auf ISO und ladet euch die aktuelle ISO-Datei runter. Das ist in meinem Fall die Proxmox VE7 und das ist diese ISO-Installer. So, das Ganze ist ungefähr 1 Gigabyte groß, das heißt, das dauert eine Zeit lang, bis das Ganze runtergeladen ist. In der Zwischenzeit könnt ihr Balena Etcher installieren und dann können wir mit der Installation von Proxmox gleich beginnen. So, der Download ist abgeschlossen, Balena Etcher ist installiert. Dann öffnet ihr Balena Etcher, geht hier auf Flash from File, wählt eure Proxmox ISO-Datei aus. In meinem Fall ist es die hier. Geben hier an, auf welchen USB-Stick das Ganze installiert werden soll. Achtet darauf, dass ihr hier das Richtige auswählt. Das ist bei mir der USB-Stick. Bestätigen das Ganze. Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis das Ganze geflasht wird, beziehungsweise man sollte hier auch auf Flashen drücken und dann startet das Ganze. So, Proxmox ist installiert. Achtet darauf, dass ihr nicht auf Formatieren drückt, sondern die Meldungen einfach alle mit Abbrechen bestätigt oder beendet. Ansonsten war das Ganze umsonst. Als nächstes müssen wir jetzt unsere Festplatte in den Computer verbauen und Proxmox vom USB-Stick booten. 2 Tipps von mir, weil ich Probleme damit hatte. Zum einen verwendet für den USB-Stick am besten, falls möglich, einen USB 2-Port, denn mit USB 3 gibt es ab und zu mal bei verschiedenen Mainboards Probleme. Und baut nur eine einzige Festplatte zur Installation in den Computer ein. Falls ihr eine zweite verwendet, baut die erst später ein, nachdem Proxmox installiert ist, denn das kann zu Problemen führen, wenn die Boot-Partition erstellt wird. Muss nicht zu Problemen führen, kann aber zu Problemen führen, und um dem vorzubeugen, verwendet wie gesagt, falls möglich, einen USB 2-Port und installiert nur eine einzige Festplatte. Okay, dann würde ich sagen, schließe ich jetzt die Festplatte an den Computer an und wir gucken uns zusammen das Booten und das Installieren von Proxmox an. So, der USB-Stick steckt. Jetzt muss das Ganze zuerst mal gebootet werden. Das heißt, ihr müsst in das Bootmenü eures BIOS und wählt dort den USB-Stick aus, damit das Ganze booten kann. So, in meinem Fall ist es dieses UEFI oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Partition Nummer 2, die wähle ich aus, bestätige das Ganze und dann sollte das folgendermaßen aussehen. Hier wählt ihr jetzt Install Proxmox VE aus, bestätigt das Ganze, wartet einen kurzen Augenblick. Hier bei den Lizenzvereinbarungen klickt ihr einfach unten rechts auf Agree. Wählt hier eure Festplatte aus. Da ihr nur eine angeschlossen habt, sollte hier nur eine angezeigt werden. Einfach mit Next bestätigen. Tragt hier euer Land, eure Zeitzone und euer Keyboard-Layout, also Tastatur-Layout ein und vergebt hier ein Passwort. Dieses Passwort wird später benötigt, um sich mit Proxmox über die Web-Oberfläche zu verbinden, und die E-Mail-Adresse hier unten wird dazu verwendet, um das Passwort wieder zurückzusetzen. Ihr müsst hier keine echte eingeben. Falls ihr das nicht macht, könnt ihr halt das Passwort nicht ohne weiteres zurücksetzen. Klicken dann einfach auf Next und tragen hier den Hostnamen ein. Hier empfehle ich euch, gebt proxmox.local ein. Und hier vergebt ihr eine IP-Adresse, die sollte nicht mit der IP-Adresse des IO-Brokers übereinstimmen, falls ihr den in Betrieb habt, sondern das sollte eine andere sein. Und ansonsten Gateway und DNS-Server müsst ihr die entsprechende Adresse eintragen, die bei euch im Netzwerk verfügbar ist bzw. verwendet wird. Und dann einfach wieder auf Next klicken. Hier könnt ihr den Haken rausnehmen bei Automatic Reboot und sagen dann Install. Das dauert jetzt einen Augenblick und dann sollte das gleich abgeschlossen sein. So, wunderbar. Proxmox wurde erfolgreich installiert. Hier wird euch jetzt auch nochmal die Adresse angezeigt, mit der ihr euch verbinden müsst, um auf Proxmox zuzugreifen. Und ihr müsst das Ganze jetzt einmal neu starten. Das heißt, ihr zieht jetzt den USB-Stick aus eurem Computer raus und klickt dann auf Reboot.
So, wenn ihr das hier seht, dann hat alles geklappt und alles weitere wird jetzt im Webbrowser konfiguriert. Das heißt, ihr könnt den Monitor und die Tastatur von Proxmox, von eurem Proxmox-Rechner entfernen und alles weitere wird jetzt, wie gesagt, am Webbrowser gemacht. Okay, ich switche hier nochmal um und dann geht sofort weiter. So, als nächstes müsst ihr die vorhin angezeigte IP-Adresse im Browser öffnen, um Proxmox anzusteuern. Dann sollte das Ganze so aussehen. Hier klicken wir einfach auf Weiter zu unsicheren Seite. Hier vergebt ihr jetzt das Passwort, was ihr vorhin eingetragen habt und meldet euch das erste Mal am Proxmox an. So, jetzt bekommt ihr normalerweise diese Meldung hier angezeigt, dass ihr keine gültige Subscription habt. Das bedeutet einfach nur, dass ihr von Proxmox keine Lizenz habt, um Support zu erhalten oder ähnliches. Das bedeutet nicht, dass ihr dafür irgendwie irgendetwas zahlen müsst, sondern falls ihr das Ganze gewerblich nutzen wollt und Unterstützung von Proxmox erhalten wollt, dann könnt ihr eine Lizenz erwerben und dann werdet ihr von Proxmox unterstützt, falls ihr Probleme haben solltet. Wie ihr diese Meldung später deaktiviert, das zeige ich euch auch noch im Verlauf dieses Videos. Okay, wir bestätigen als erstes. Wir sehen hier, Proxmox ist in der Version 7.0-11 installiert worden und jetzt müssen wir, bevor wir irgendetwas machen, solltet ihr immer Updates und Upgrades machen. Dazu geht ihr hier auf Proxmox. Es gibt zwei verschiedene Wege, um das zu machen. Ihr könnt es entweder über die Konsole machen oder hier über die Web-Oberfläche. Ich gehe zuerst mal hier in die Konsole rein, sage hier Updates, gehe auf den Reiter, gehe hier auf den Reiter Updates, sage aktualisieren. Jetzt bekommen wir wieder die Meldung, dass wir keine Pakete, dass wir keine Lizenz haben. Und hier wird auch der Fehlercode 100 angezeigt. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt werden hier alle Pakete aufgelistet, die wir updaten können, denn wir können nur Pakete von Linux selber updaten bzw. upgraden. Und das machen wir einfach, indem wir hier auf Upgrade klicken. Dann geht hier ein neues Fenster auf. Das bestätigen wir einfach. Und dann wird das Ganze hier runtergeladen. Das hier bestätigen wir auch nochmal mit Q und dann werden, wie gesagt, alle Pakete, die für Linux notwendig sind, hier installiert. So, das Upgrade ist abgeschlossen. Als nächstes sagen wir hier verlassen und wenn ihr das Ganze hier einmal aktualisiert, also einfach in ein anderes Fenster reingeht, dann seht ihr, dass keine Upgrades mehr zur Verfügung stehen. Und jetzt wechseln wir in die Shell, denn wir müssen ein paar Änderungen vornehmen, damit wir diese Upgrades einspielen können, also diese Proxmox Upgrades. So, wir navigieren hier zur Shell und sagen bzw. ändern jetzt die Source List ab. Dazu sagt ihr einfach bzw. kopiert ihr einfach die Befehle, die sich in der Videobeschreibung befindet. Als erstes öffnen wir die Source List mit Nano und sagen einmal Alt plus A, setzen einen Marker, gehen mit den Pfeiltasten nach unten und sagen dann strgk, um das Ganze auszuschneiden. Und dann macht ihr einfach Copy-Paste, das heißt, wir ersetzen die Adressen, die vorhin hier drin standen, durch andere Adressen und das Ganze sollte dann so aussehen. Wie die Adressen lauten, die ihr hier eingebt, falls die sich irgendwann mal ändern sollten, die findet ihr auf der Proxmox-Seite. Ich verlinke euch auch in diese Seite in der Videobeschreibung. So, wenn ihr das Ganze hier eingefügt habt, dann sagt ihr STRG X, Y und Enter. Und als nächstes müssen wir die PVE Enterprise List abändern. Dazu gebt ihr jetzt folgenden Befehl ein, beziehungsweise kopiert ihn einfach hier rein. Und hier müsst ihr einfach ein Rautezeichen vor die in der ersten Zeile hinzufügen. Bestätigen das wieder mit STRG X, Y und entfernen. Und dann machen wir als nächstes die Updates und Upgrades. Der Befehl dazu lautet wie folgt. Auch hier wieder Update und Distribution Upgrades und das Ganze mit einem Y, damit wir nichts bestätigen müssen. Und jetzt werden die Proxmox eigenen Dateien runtergeladen und installiert und dann sollte sich hier oben auch die Versionsnummer ändern. Die sollte dann, glaube ich, auf 7.0-13 umspringen. So, wunderbar. Die Upgrades und Updates wurden eingespielt. Als nächstes sagen wir ein Reboot. Das könnt ihr entweder hier über die Konsole machen mit Reboot oder sagt hier einfach Reboot.
Das Ganze dauert jetzt circa eine Minute, bis das Ganze neu startet und ihr euch wieder zu Proxmox verbinden könnt. Das heißt, ein bisschen warten und dann einfach die Seite aktualisieren. Melden uns erneut an. Bekommen zwar wieder diese Meldung hier zur Info, damit ich es nicht vergesse. Es kann sein, dass wenn ihr diese Meldung hier deaktiviert, mit dem nächsten Update die Meldung wieder aktiviert wird. Das heißt, ihr müsstet dann diesen Schritt, den wir jetzt gleich machen, einfach nochmal wiederholen und dann würde die Meldung wieder verschwinden. Okay, also wir bestätigen das Ganze mit OK und wir sehen hier, die Version ist jetzt auf die 7.0.13 umgesprungen. So, dann würde ich sagen, schalten wir als nächstes diese Meldung hier ab. Ganz wichtig, für den privaten Bereich braucht ihr keine Lizenz. Das einfach nochmal erwähnt. Nicht, dass ihr denkt, ihr macht jetzt hier irgendetwas, was nicht erlaubt ist. Also Proxmox selber zeigt, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt auch einen Block, der den Befehl immer wieder aktualisiert. Denn den Befehl, den wir gleich eingeben werden, der verändert sich mit der Zeit und der hängt von der Version ab. Wie ihr hier seht, also das hier ist der Block. Die die Adresse verlinke ich euch auch nochmal. Und je nachdem, welche Version ihr habt, also Version 6.1 und höher, müsstet ihr diesen Befehl eingeben. Und da wir Version 7.13 haben oder 7.0-13 haben, müssen wir diesen Befehl hier eintragen. Ist ein relativ langer Befehl, der passt nicht rein, damit ich ihn euch hier einblende, aber wie gesagt, den gibt es Copy-Paste. So, also gehen nochmal in Proxmox rein, gehen in die Shell rein und fügen diesen Befehl hier einfach ein. So, was macht dieser Befehl? Im Endeffekt ist es relativ einfach. Er macht zuerst mal eine Kopie einer Datei, die abgeändert werden muss und dann nimmt er diese Änderungen vor und startet den Service einfach neu. Das heißt, ihr gebt das hier einfach ein, bestätigt das Ganze mit Enter. Dann steht hier, dass die Verbindung verloren wurde. Wartet einen kurzen Augenblick und geht einfach mal, was weiß ich was, auf Hinweis und wieder zurück in die Shell und dann sollte das Ganze funktionieren. Als nächstes könnt ihr das Ganze auch nochmal testen. Das heißt, ihr macht den Browser zu oder ihr löscht euren Cache vom Browser, öffnet den Browser erneut und navigiert wieder zu Proxmox und meldet euch an. Und jetzt sollte diese Meldung verschwunden sein und sollte nicht mehr auftauchen. Wie gesagt, wenn Proxmox abgedatet wird, kann es sein, dass diese Meldung wieder aktiviert wird und dann müsstet ihr sie einfach, wie eben gezeigt, einfach wieder deaktivieren. So, dann würde ich sagen, schließen wir jetzt eine zweite Festplatte an. Wie vorhin erwähnt, solltet ihr ja normalerweise mit einer einzigen Festplatte im Computer starten mit der Installation. Und da ich ja hier noch die zweite Festplatte habe, die ich für Backups und sonstige Dateien verwende, müssen wir die hier zuerst mal einbauen. Das heißt, wir gehen hier auf Proxmox und sagen herunterfahren. Dann wird das System neu gestartet und ich baue dann meine zweite Festplatte ein und das könnt ihr jetzt auch machen. So, die Festplatte ist angeschlossen, das können wir auch gleich mal prüfen. Sollte eine NTFS-Partition sein und das sieht man hier, also das hier ist jetzt meine Festplatte. Nicht wundern, dass hier Unknown steht, denn ja, irgendwie erkennt er diese spezielle Festplatte nicht richtig, aber das ist nicht weiter schlimm. Okay, also gehen wir jetzt zuerst mal wieder in die Shell und partitionieren das Ganze so, dass sie von Proxmox erkannt wird. Dazu müssen wir als erstes Parted installieren. Das machen wir mit apt install parted. Bestätigen das Ganze, warten einen kurzen Augenblick und dann sollte das Ganze fertig sein. Als nächstes listen wir uns die ganzen Festplatten an mit lsblk. Und jetzt wird uns hier angezeigt, dass meine Festplatte die SDA1 ist und geben jetzt folgenden Befehl ein. Parted dev SDA, also je nachdem, was für eine Festplatte oder was für einen Buchstaben eure Festplatte bekommen hatte. Wenn es SDB ist oder SDC, dann müsst ihr das halt dementsprechend abändern. Aber in meinem Fall hat sie SDA bekommen, Anführungszeichen, und dann machen wir make label GPT. Das Ganze in Anführungszeichen, bestätigen das Ganze, überprüft, dass es die richtige Festplatte ist. Ansonsten sind die Daten weg, beziehungsweise die sind sowieso weg, aber dann wäre die Proxmox-Installation weg. Okay, bestätigen das Ganze. Auch hier wieder wäre sinnvoll, wenn ihr das richtig schreibt und nicht so wie ich. Bestätigen das Ganze. Jetzt werden wir nochmal gefragt, bestätigen das auch wieder mit OK bzw. mit Yes. Und dann sollte die Festplatte jetzt partitioniert sein. Das Ganze können wir jetzt prüfen, indem wir hier auf Proxmox und dann auf Disk gehen und dann sehen wir hier SDA.
Unknown. Wie gesagt, bei mir steht Unknown und dann ist das Ganze hier in Linux bzw. für Proxmox vorbereitet. Als nächstes wechseln wir hier zu Verzeichnisse und fügen dieses Verzeichnis bzw. diese Festplatte als Verzeichnis hinzu. Ihr könnt es auch als ZFS-Dateisystem, also das Proxmox eigene Dateisystem, hinzufügen. Hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile. Ja, da streiten sich die Geister oder die Gemüter, was besser, was schlechter ist. Ich für meinen Teil habe mich halt für das Verzeichnis entschieden und sage hier einfach erstelle Directory. Vorteil von dem Verzeichnis ist, ihr könnt direkt dort Backups und ISOs und alles Mögliche drin speichern. Bei ZFS ist es so, dass ihr, ich glaube, nur Dateien drauf speichern könnt, aber keine Backups speichern könnt. Nagelt mich jetzt nicht fest. Aber ihr könntet auch dann im Nachhinein auf dieses ZFS-Dateisystem dann ein Verzeichnis erstellen. Aber wie gesagt, ich brauche kein ZFS, deswegen erstelle ich das nicht und deswegen zeige ich das jetzt nicht. Und wie gesagt, ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, das Ganze über Verzeichnisse zu regeln. Heißt, ihr klickt hier auf Erstelle Directory. Dann sollte euch hier eure Festplatte angezeigt werden. Das passt soweit. Hier sollte jetzt auch die Seriennummer stehen. Das ist alles gut. Das Dateisystem habe ich mich für ext4 entschieden und als Name könnt ihr sagen Backup und Daten und sagen Erstellen. Das dauert jetzt einen kurzen Augenblick, bis das Ganze erstellt wurde und dann können wir diese Festplatte auch in Proxmox verwenden. Hier seht ihr jetzt auch direkt, wo das Ganze hingemountet wurde. Also die Datei bzw. die Festplatte wurde nach MNT PVE Backup Daten gemountet. Das heißt, dort befinden sich eure Daten, falls ihr darauf zugreifen wollt. Normalerweise ist es so, dass dieses Dateisystem bzw. dieser Mount Point automatisch von Proxmox mit gebootet wird oder mit beim Booten gestartet wird. Ihr seht auch hier nochmal das Dateisystem bzw. eure drei Festplatten, denn Proxmox hat drei verschiedene Partitionen erstellt. Wir hätten hier einmal das Local LVM, hier werden Disk Images und Container gespeichert. Hier unter Local könnt ihr Backups speichern, ISOs und Container Templates. Und hier in eurem, ja, auf eurer dritten Festplatte, die ihr gerade hinzugefügt habt, könnt ihr im Endeffekt fast alles speichern, was es gibt. Okay, falls ihr euch nicht sicher seid, ob die Festplatte automatisch mitgebootet wird bei einem Systemneustart, könnt ihr einfach auf Proxmox gehen und hier auf Reboot und dann sollte die Festplatte im Normalfall automatisch mitgebootet werden. Ich teste das einfach mal, damit das Ganze hier richtig funktioniert. So, melde mich wieder an und dann sollte im besten Fall hier die Festplatte automatisch gemountet sein. Wunderbar, das hat auch funktioniert, also das passt soweit. So, dann würde ich sagen, als nächstes installieren wir unseren ersten Container. Ihr habt ja die Wahl zwischen Containern, also LXC-Containern und virtuellen Maschinen. Als erstes kümmern wir uns um einen Container. Das heißt, ihr müsst als erstes ein Template runterladen. Dazu geht ihr folgendermaßen vor. Ihr habt jetzt die Wahl, entweder ihr ladet sie auf eure SSD runter oder auf eure Datenfestplatte, die ihr jetzt zum Beispiel als zweites installiert habt. Das Problem ist, wenn ihr das Template jetzt auf die HDD runterladet, dann könnt ihr es nicht auf die SSD installieren, das Betriebssystem. Deswegen empfehle ich euch, ladet euch das Template auf die SSD-Festplatte runter. Das heißt auf diese hier. Und dann könnt ihr das Betriebssystem auch auf der SSD installieren und dann wird das Ganze halt ein bisschen performanter. Okay, gehen hier zu Container Templates und sagen hier Templates und können uns hier jetzt irgendein Template runterladen, das wir installieren wollen. Ich würde das neueste nehmen, das ist hier 21.4 oder 21.10 gibt es, glaube ich, auch schon oder auch nicht. Wahrscheinlich kommt es noch. Okay, also wir wählen hier 21.4 aus, laden das Template jetzt runter. Das ist ungefähr 200 Megabyte groß, genau 215 Megabyte, also etwas kleiner wie das normale Linux. Das ist, glaube ich, irgendwas um die 600 Megabyte. Und jetzt steht hier Task OK, das heißt, das Runterladen ist abgeschlossen und hier findet ihr dann euer Template. Ihr könnt dieses Template für alles Mögliche verwenden, ihr müsst es nur einmal runterladen.
dürft es dann natürlich nicht löschen und könnt es für alle möglichen Installationen verwenden. Falls ihr mehr haben wollt, also was weiß ich was, hier Ubuntu oder was es da alles gibt, könnt ihr die einfach runterladen und verwenden. Und das gleiche funktioniert halt auch mit ISO-Dateien beziehungsweise für die virtuellen Maschinen. Auch hier einfach zu ISO gehen. Sagt dann hier von URL runterladen, tragt hier den entsprechenden Link zur URL ein, sagt Query URL und dann sollte euch mehr oder weniger das hier angezeigt werden, je nachdem von wo ihr es runterladen und sagt dann hier einfach runterladen. In der Zwischenzeit können wir uns um das andere kümmern. So, das Ganze wird jetzt bei mir in einem anderen Tab runtergeladen und ich würde sagen, gucken wir uns jetzt den Container an. Das heißt, wir gehen hier einfach auf Erstelle Container, vergeben hier eine ID. Die ID muss mindestens dreistellig sein. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich immer die IP-Adresse des entsprechenden Containers nehme. Das heißt zum Beispiel, wenn bei euch die IP-Adresse des IO-Brokers wie bei mir die 3 sein sollte, dann habe ich hier 103 eingegeben. Und wenn OMV auf der IP-Adresse 7 ist am Ende, dann habe ich es halt 207 oder 107 genannt. Also die ID spielt im Endeffekt keine Rolle. Ich habe mir das einfach so angewöhnt, dass ich die letzte Zahl der IP-Adresse dazu verwende und kann mir dann das besser merken und einfacher identifizieren, was ist. Okay, also in diesem Fall sage ich einfach mal 101. Da es nichts Spezielles ist. Den Hostnamen könnt ihr euch überlegen. Lasst den Haken überall drin, so wie es ist. Vergebt ein Kennwort und klickt dann einfach auf Weiter bzw. vorwärts. Hier könnt ihr jetzt auswählen, wo das Ganze gespeichert wird. Da wir wollen, dass es auf der SSD gespeichert werden soll, wählen wir hier lokal aus und hier wählen wir das entsprechende Template aus. Sagen wieder vorwärts. Können hier jetzt auswählen, wie groß die Festplatte sein soll. Auch hier wieder auswählen, dass das Ganze auf der lokalen Festplatte, auf der SSD installiert werden soll. Und ganz wichtig bei dem Festplattenspeicher, den ihr hier auswählt, also wenn eure Festplatte, sage ich mal, kleiner wie 250 GB ist, dann geht ein bisschen sparsam mit der Dateigröße oder Diskgröße, die ihr hier auswählt. Größer machen könnt ihr die Disk immer. Kleiner machen ist ein bisschen problematisch, es funktioniert aber nur über Umwege, deswegen geht ein bisschen sparsam falls eure Festplatte klein ist. Normalerweise reichen irgendwas zwischen 2 und 8 GB, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Also da ich mit dieser Partition hier nichts machen will oder mit diesem Ubuntu, außer vielleicht irgendetwas testen, reichen hier locker 2 GB Festplattengröße aus. Bei den Cores könnt ihr ja auch hier frei wählen. Die könnt ihr jederzeit hoch und runter schrauben, wie ihr wollt. Klicken hier wieder auf Weiter und hier tragt ihr dann euren Arbeitsspeicher ein, also was weiß ich was, 4096 für 4 GB. Das Swap hier könnt ihr so lassen, wie es ist, spielt keine weitere Rolle und sagen dann hier Weiter und den Rest könnt ihr im Endeffekt fast so lassen, außer ihr wollt hier eine bestimmte IP-Adresse verwenden. In meinem Fall hatte ich ja gesagt, das ist der Container 101 und deswegen soll es bei mir die IP-Adresse 101 am Ende sein. Ganz wichtig, hier am Ende muss ein Slash und dann 24, um den ganzen IP-Adressenbereich abzudecken. Und hier tragt ihr euer Gateway ein, das nicht vergessen. Bei IPv6 sage ich, DHCP soll entscheiden, was für eine IP-Adresse das bekommen soll. Aber hier bei IPv4 möchte ich eine statische IP-Adresse vergeben, also eine, die ich mir ausgewählt habe. Sage hier vorwärts, das hier lasse ich, wie es ist. Und dann werden mir alle Einstellungen nochmal angezeigt. Sage abschließen. Dann dauert es einen kurzen Augenblick und dann sollte das gleich fertig sein. So, das war's. Das hat vielleicht 10 Sekunden gedauert und der Container ist mehr oder weniger betriebsbereit. Wir müssen den jetzt hier noch starten, also entweder rechte Maustaste und starten oder hier oben starten. Und dann wäre das Ganze schon abgeschlossen und ihr könnt damit tun und lassen, was ihr wollt. Müsst dann einfach hier in die Konsole reingehen. Also jetzt ist er grün. Geht in die Konsole, meldet euch an mit Root und eurem Passwort, das ihr vergeben habt. Und im Endeffekt war es das schon. Ich mache jetzt mal hier, ich erstelle einfach mal einen Ordner, um euch die Backup-Funktion zu zeigen. Also ich mache hier, erstelle hier einfach einen Ordner namens Test. So. Und mache jetzt ein Backup von dem Ganzen. Dazu geht ihr einfach hier auf Backup.
sagt Backup starten. Jetzt wird euch gefragt, was ihr und wo ihr speichern wollt. Ihr sagt hier zum Beispiel eure externe Festplatte oder eure zweite Festplatte. Backups normalerweise nie auf die Systempartition speichern, ansonsten sind sie weg. Sagt hier Snapshot, also das passt soweit, das hier kann auch so bleiben und sagt dann einfach Backup. Jetzt wird von diesem Container ein Backup gemacht und das heißt, wenn irgendetwas schief gehen sollte, ihr macht irgendetwas kaputt und das Ganze funktioniert nicht mehr, dann könnt ihr jederzeit einfach zurück. Das heißt, hier wird euch jetzt das Backup angezeigt und wenn wir diesen Container jetzt hier stoppen, weil wir irgendetwas falsch gemacht haben oder der aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig funktioniert, dann können wir hier unter mehr sagen, er soll den Container entfernen, müssen hier nochmal das Ganze bestätigen, das heißt die Zahl des Containers eingeben, können sagen, ob er von den Jobs und allen möglichen entfernt werden soll. Bestätigen das Ganze, jetzt ist der Container weg und wenn wir diesen Container wiederherstellen wollen, gehen wir hier auf unsere Festplatte, wählen Backups aus und sagen einfach zurückspielen, lassen das Ganze so wie es ist, bis auf die ID, die vergeben wir wieder so wie sie war. Das heißt, das war ja die ID 101, deswegen trage ich hier wieder 101 ein, sage zurückspielen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und innerhalb von ein paar Sekunden ist der Container wieder zurück auf seinen ursprünglichen Zustand, wie zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze gespeichert haben. Wie ihr seht, ist das mega einfach und sehr unkompliziert. Das Einzige, woran ihr euch halten müsst, ist, ihr solltet die Backups irgendwo speichern, wo sie sich nicht auf der lokalen Partition, das heißt nicht auf der Proxmox eigenen Partition befinden, weil ansonsten wären die weg, falls Proxmox irgendwie mal neu installiert werden müsste. So, ihr habt es gesehen, das hat einige Sekunden gedauert und das Ganze ist wieder betriebsbereit. Wir können den Container wieder starten, gehen in die Konsole, melden uns wieder an, machen ein ls und der Ordner Test ist da. Das heißt, ohne großen Aufwand konnten wir das Backup wiederherstellen. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen, wie ihr einen Backup-Job erstellt. Das heißt, normalerweise solltet ihr das Ganze so einstellen, dass die Backups automatisch erstellt werden. Dazu geht ihr hier auf Rechenzentrum, auf Backup, sagt hinzufügen. Hier könnt ihr euren Knoten auswählen, hier den Speicherort. Hier, wann das Ganze stattfinden soll, das solltet ihr im Normalfall täglich machen. Gebt die Uhrzeit an, also am besten irgendwann nachts, wenn keine Last auf dem Container bzw. auf Proxmox ist. Und hier ganz wichtig, wählt ihr am besten alles aus oder alle aus. Und der Vorteil dabei ist, sobald ihr einen neuen Container erstellt oder eine neue virtuelle Maschine, wird dieser automatisch in diese Routine mit aufgenommen und ihr müsst euch nicht darum kümmern, das irgendwie nochmal hinzuzufügen, denn dann geht es meistens vergessen und dann wird kein Backup erstellt und dann geht irgendetwas schief und ihr habt kein Backup. Deswegen immer darauf achten, dass hier alle ausgewählt ist. So, hier bei Retention oder wie auch immer das ausgesprochen wird, hier könnt ihr festlegen, wie lange die Backups aufbewahrt werden sollen. Ich wähle hier immer 14 aus, also 14 Tage. Das heißt, wenn man kurz vor dem Urlaub irgendwie mal was ändert, geht in den Urlaub 10 Tage, kommt wieder zurück, nichts funktioniert mehr und wenn man hier die Zahl zu gering eingestellt hat, dann hat man kein funktionsfähiges Backup mehr. Deswegen guckt, dass ihr ungefähr 14 Tage Backups behaltet, bevor diese gelöscht werden. Sagen erstellen und dann wird hier dieser Backup-Job erstellt und jeden Nacht um 1 Uhr habe ich ausgewählt, wird jetzt ein Backup von diesen ganzen Containern, die sich hier in Proxmox befinden, gemacht. So, dann würde ich sagen, erstellen wir jetzt noch auf die Schnelle eine virtuelle Maschine. Das sollte mittlerweile runtergeladen sein. Gucken wir mal drüben. Genau, ist schon runtergeladen. Wunderbar. Das sollte sich dann hier befinden. So, und hier unter Image ist es jetzt aufgeführt. Das heißt, ihr geht jetzt auf Erstelle VM, wählt wieder einen Knoten aus, wieder eine ID, was weiß ich was, hier 201 zum Testen, sagt hier Ubuntu, also vergebt einfach einen Namen, sagt vorwärts, wählt hier das Backup aus, beziehungsweise die ISO-Datei, nicht das Backup. Die befindet sich ja auf lokal. Dann werden euch hier alle ISO-Dateien angezeigt. Den Rest könnt ihr so lassen. Sagt vorwärts. Das könnt ihr im Normalfall auch so lassen.
Auch hier Normalfall kann alles so bleiben. Hier werden jetzt 32 GB vorgeschlagen. Auch hier müsst ihr ein bisschen experimentieren bei virtuellen Maschinen. Ich sage jetzt hier einfach mal 16 GB. Das sollte normalerweise vollkommen ausreichen. Sage weiter, wähle hier die Kerne aus. Auch das könnt ihr jederzeit abändern. Aber auch hier wieder achtet darauf, dass ihr bei der Diskgröße nicht zu viel und nicht zu wenig einstellt. Also nicht zu viel einstellt, denn vergrößern könnt ihr es jederzeit. So, CPUs, 4 Kerne, kann ansonsten so bleiben. Vorwärts, Speicher, auch hier wieder den Arbeitsspeicher 4096. Müsst ein bisschen darauf achten, wie viel RAM-Speicher ihr zur Verfügung habt, damit der anständig aufgeteilt wird. Und das kann auch so bleiben. Und zu guter Letzt sagt ihr abschließen. So, jetzt müssen wir den Installationsvorgang starten. Das heißt, ihr wählt hier euren Container aus, beziehungsweise eure virtuelle Maschine, geht zur Konsole, dann wird eine VNC-Verbindung aktiviert, mit der ihr das Ganze jetzt installieren könnt. Das heißt, ihr müsst zuerst mal eure virtuelle Maschine starten. Und dann wird das Ganze gebootet und ihr müsst den normalen Installationsprozess eurer virtuellen Maschine durchführen. Das heißt, ich wähle hier Ubuntu aus und jetzt seid ihr im Endeffekt im ganz normalen Installationsprozess von Ubuntu. Das heißt, ihr müsst jetzt die Sprache und alles weitere auswählen, damit das Ganze installiert wird. So, die Installation ist abgeschlossen. Wie ihr hier seht, hat das Ganze ein bisschen gedauert. Das heißt, hier anhand dieser Uhrzeit, ich glaube, das hat jetzt 15, 20, 30 Minuten gedauert. Das ist halt die normale Zeit, die eine Installation eines Betriebssystems im Normalfall dauert, zumindest in einer virtuellen Maschine. Und in einem LXC-Container habt ihr ja gesehen, wie schnell es dort ging. Dort hat es im Endeffekt nur einige Sekunden gedauert. Okay. Kann hier nochmal neu starten, machen. In der Zwischenzeit gucken wir uns noch etwas an und zwar hatte ich ja erzählt, dass ihr darauf achten sollt, wenn ihr Backups macht, dass ihr alle auswählt und das hat folgenden Grund. Ich habe ja hier vorhin alle ausgewählt und wenn ich hier mal auf Bearbeiten gehe, seht ihr, dass jetzt auch automatisch die virtuelle Maschine hier hinzugefügt wurde zu diesem Backup-Job. Das heißt, ihr müsst euch, wie gesagt, nicht drum kümmern, ob ihr das ausgewählt habt oder vergessen habt oder wie auch immer. Und das ist, wie gesagt, sehr wichtig. Okay, dann soll es das von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem doch wieder etwas längerem Video helfen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo dalassen würdet, falls euch das Video gefallen hat. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video zum Thema Proxmox IO Broker, OMV, Nextcloud und so weiter online ist, dann werdet ihr, wie gesagt, benachrichtigt. In diesem Sinne viel Spaß mit Proxmox. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.